Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Wie ich euch gestern schon gesagt habe, läuft die Vorbereitung bei Real Madrid auf die nächste Saison auf Hochtouren. Wie soll es auch anders sein, denn in 3 Wochen startet die Vorbereitung von Real Madrid. Andere Vereine sind jetzt schon in der Vorbereitung. Bei Real Madrid startet es in 3 Wochen. Und im Idealfall möchte Real Madrid alle Verpflichtungen in 3 Wochen schon unter Dach und Fach gebracht haben, damit sie sofort in die Saisonvorbereitung mit Xabi Alonso starten können. Sein neues Konzept, seine neue Spielidee von Anfang an mittrainieren können. Ja, und innerhalb dieser 3 Wochen könnten wiederum andere Spieler Real Madrid schon verlassen. Einige Namen sind da gestern aufgetaucht, die ziemlich konkret sind. Und nebenbei hat gestern Álvaro Arbeloa einen neuen Stürmer bekommen für sein Real Madrid Castilla. Und als Madrid-Fans wisst ihr, dieser Stürmer könnte eventuell auch interessant sein für die erste Mannschaft, könnte natürlich dort auch eingesetzt werden. Also heute unterhalten wir uns über einige konkrete Namen und einer sticht über alle heraus, Ibrahima Konaté. Also, was da los ist, erfahrt ihr im Video. Viel Spaß dabei. Ja, die ersten Transfers hat Real Madrid bereits unter Dach und Fach gebracht. Gestern haben wir uns über einige Spieler unterhalten, die Real Madrid verlassen haben. Viele von euch waren etwas enttäuscht, dass Víctor Muñoz leider transferiert wurde zu Osasuna. Ich kann euch natürlich verstehen, ist ein junger Spieler, der hat Spirit gebracht, sehr schnell, feurig etc. Meiner Meinung nach bringt es aber Real Madrid am meisten etwas, so einen jungen Spieler die Spielminuten zu geben, die er für seine Entwicklung braucht. Wie oft haben wir darüber gemeckert, dass ein Arda Güler, dass ein Endrick den Großteil der Saison auf der Bank saßen und dadurch nicht die Entwicklung nehmen konnten, die zum Beispiel bei Barcelona ein Lamine Yamal gemacht hat, weil der nun mal jede Minute gespielt hat. Und unter dem Aspekt sehe ich das bei Víctor Muñoz. Meiner Meinung nach ist er bei seiner Entwicklung noch nicht am Ende angekommen. Dieses Jahr kann sehr entscheidend für ihn werden. Und dass er zuerst einmal Erstliga schnuppern darf, ist ja schon ein Riesenerfolg für Real Madrid und für La Fábrica, unser Nachwuchszentrum, das immer wieder, unter falschem Licht dargestellt wird. Real Madrid, es wird ja immer so getan, als wenn wir keine Talente herausbringen würden. Und im Gegenteil, ich glaube, die Spieler in Europa, die meisten Talente aus einer Jugendakademie haben. Ich glaube, Real Madrid steht da auf dem 2. oder 3. Platz. Also in La Fábrica wird schon sehr gute Arbeit gemacht. Und Víctor Muñoz ist der Nächste, der den Sprung in die erste Liga geschafft hat. Sollte er bei Osasuna sich weiterentwickeln, kann er ja in 1, 2, 3 Jahren wieder ein Kandidat für Real Madrid sein. Die Rückkaufsklausel ist ja da. Wie gesagt, die Transfers sind schon unter Dach und Fach. Ein anderer Transfer, der unter Dach und Fach ist ein neuer Stürmer für Real Madrid Castilla, für Álvaro Arbeloa. Hören wir da einmal rein. Real Madrid und Almería haben eine Einigung über den Transfer des 20-jährigen jungen Stürmers Rashad Fettal erzielt. Der junge Murcianer hat für die nächsten 3 Spielzeiten beim Weißen Ensemble unterschrieben und kommt zu Real Madrid, um unter der Leitung von Álvaro Arbeloa bei Castilla zu spielen. Der Trainer aus Salamanca soll seine Verpflichtung gefordert haben, da er ihn aus seiner Zeit bei der Jugendmannschaft von Real Madrid gut kennt. Die Vereinbarung zwischen beiden Clubs soll bei 900.000 € abgeschlossen worden sein, beinhaltet jedoch eine Reihe von Variablen, durch die vom andalusischen Verein geforderten 6 Millionen erreicht werden könnten. Ja, Rashad Fettal, in Spanien geboren, ist ein Marokkaner, den Álvaro Arbeloa unbedingt haben wollte. Den kennt er schon vorher aus seiner Jugendarbeit bei Real Madrid. Ihr habt im Video auch gesehen, der war auch U-Nationalspieler von Spanien. Ich weiß jetzt nicht genau, welche EU-Mannschaften er da mitgespielt hat, aber ein Riesentalent. Und wir wissen ja, wie das bei Real Madrid läuft. Jeder, der bei Real Madrid Castilla spielt, darf ja auch in der ersten Mannschaft spielen. Also, weiß Gott, wenn es Verletzungspech gibt, wenn
wenn es vielleicht mal Not an Mann gibt, könnten wir Rachat Fetal auch unter den Fittichen von Xabi Alonso sehen. Ich bin der Meinung, diese Saison wird es viel mehr Rotation geben, auch viel mehr Chancen für die Spieler aus der Jugendakademie. Ich bin da gespannt. Rachat, ich drücke dir die Daumen, dass du bei Real Madrid alle deine Ziele erreichst. Ja, das ist ein Transfer, der konkret ist, aber da soll es natürlich bei Real Madrid nicht aufhören. Wir reden viel darüber, welche Spieler alle gekommen sind. Wir wissen, ein Trent ist gekommen, ein Dean ist gekommen, wir wissen, ein Alvaro Carreras ist kurz davor zu kommen, ein Mastantuono, hätte ich fast vergessen, ist auch schon gekommen. Aber wo Spieler kommen, müssen logischerweise auch Spieler gehen. Und es gibt eine neue Abschussliste, ich mag das Wort nicht, so ist das, mir fällt nur gerade nichts Besseres ein. Aber Cadena Ser hat herausgefunden, welche Spieler Real Madrid nicht mehr unbedingt diese Saison benötigt und gleichzeitig auch darüber geredet, was ist der letzte Stand bei Ibrahima Konaté. Hören wir da zusammen einmal rein. Im letzten Transferkarussell haben wir bereits berichtet, dass Madrid die mögliche Verpflichtung eines Innenverteidigers bis zum nächsten Sommer aufschiebt, wenn der Vertrag von Konaté beim Liverpool ausläuft. Aber englische Kollegen berichten uns, dass die Verantwortlichen in Anfield nicht ausschließen, Konaté diesen Sommer für etwa 50 Millionen Euro auf den Markt zu bringen, falls er seinen Vertrag nicht verlängert. Und wenn das passiert, wird der Spieler verlangen, dass mit Real Madrid verhandelt wird. Aber heute legen wir die Namen von 4 Spielern und 4 möglichen Abgängen auf den Tisch. Gonzalo, Rodrigo, Endrick und Ceballos. Der Andalusier hat das entscheidende Gespräch mit Xabi Alonso noch nicht geführt, aber sein Abgang würde eine Schlüsselposition im Mittelfeld freimachen. Gonzalo und Endrick kämpfen um einen Platz in der Offensive. Wenn kein starkes Angebot für Endrick kommt, hat er gegenüber Gonzalo die Nase vorn und der Eigengewächs würde für ein Jahr vom Real Madrid ausgeliehen werden. Und bei Rodrigo ist die Sache ganz klar. Er spielt in den Plänen des Trainers keine Rolle. Madrid will mit ihm Geld machen und die Premier League fragt erneut nach Rodrigo, sodass es wahrscheinlich ist, dass er schon am ersten Spieltag des Jahres in der Premier League spielt. Ja, ihr habt es selber gehört. Das sind die Spieler, die für einen Xabi Alonso in seinem neuen Projekt nicht unantastbar sind. Der Name Dani Ceballos mag einige verwundern, denn der hat letzte Saison ja wirklich gute Spiele gemacht. Aber wenn man die Club-WM beobachtet hat, dann hat man schon gesehen, dass Dani Ceballos, umso wichtiger die Spiele wurden, umso weniger eingesetzt wurde. Also ein Xabi Alonso scheint nicht komplettes Vertrauen in den Andalusier zu haben. Und Dani Ceballos, wie jedes Jahr am Ende der Saison ist er auf diesen möglichen Transfers. Bin ich gespannt, wie es dann aussieht, weil ich denke, wenn Dani Ceballos uns verlässt, dann brauchen wir ja nochmal einen Mittelfeldspieler mehr, weil wir brauchen ja jetzt schon einen, so wie ich das verstehe, weil Luka Modric uns verlässt und wir für Toni Kroos immer noch keinen richtigen Ersatz gefunden haben. Also bin ich gespannt, was Real Madrid da macht. Ihr habt es selber gehört, Dani Ceballos, einer derjenigen, der nicht das ganze Vertrauen von Xabi Alonso hat. Ja, wer mehr oder weniger gar kein Vertrauen mehr von Xabi Alonso hat, ihr habt es gehört, ein Rodrigo. Rodrigo ist auch der Spieler, der Geld in die Kassen bringen soll. Real Madrid kann nicht nur ausgeben. Wir sind leider nicht Paris oder Gott sei Dank oder Manchester City. Naja, leider, wenn wir auf die finanziellen Verhältnisse schauen. Trotz alledem muss Real Madrid immer wieder Geldeinnahmen generieren. Es gab immer wieder diese Transfers, die wehgetan haben, die dir nach 5, 6 Jahren, wenn der Spieler mal eine gute Saison gespielt hat oder gute Spiele, die als Madrid-Fan immer wieder vorgeworfen werden. Warum habt ihr einen Achraf Hakimi verkauft? Warum habt ihr einen Di Maria verkauft? Warum habt ihr einen Casemiro verkauft? Etc. Das waren Spieler, wo es wehgetan hat im Madridista Herz. Aber die haben dafür gesorgt, dass Real Madrid weiterhin Transfers tätigen kann, weiterhin finanziell unabhängig sein kann. Und ein Florentino Perez, ihr wisst es, für den ist das Finanzielle fast genauso wichtig wie das Sportliche. Ja, ein Rodrigo soll Geld in die Kasse bringen. Die Premier League ist da sehr interessiert. Und die ersten Summen, die man hört, ist, Real Madrid möchte da einen dreistelligen Verkauf generieren. Bin ich gespannt, ob Real Madrid das schafft, weil die Performance in diesem Jahr nicht mehr so stark war wie letztes Jahr. Hätten wir es letztes Jahr gemacht, hörte man sogar Transfers von 120, 130 Millionen. Bin ich gespannt. Ich meine, wenn Real Madrid für einen Casemiro mit, wie alt war er da, fast 80 Millionen generiert hat, vielleicht schaffen sie auch die 100 Millionen für Rodrigo. Ja, und das Dritte, was mich verwundert hat,
oder irgendwie auch nicht, Endrick oder Gonzalo. Einer von den beiden wird Real Madrid verlassen, aber nicht langfristig, sondern verliehen werden, damit sie die Spielerfahrung sammeln können etc. und dann hoffentlich mit mehr Minuten wieder nach Madrid kommen sollen. Es schien so, als wenn Endrick der Auserwählte wäre, damit er auch Minuten sammelt, um zur brasilianischen Nationalmannschaft zu können, um die WM mit Brasilien zu spielen. Für Gonzalo könnte mehr oder weniger das Gleiche gelten für die spanische Nationalmannschaft. Denn das ist ausgerechnet die Position, wo die spanische Nationalmannschaft am dringendsten Verstärkung braucht. Ein Alvaro Morata, naja, sagen wir mal so, ist nicht mehr auf seiner Peak. Und wie hoch die Peak überhaupt war, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber Spanien sucht händeringend einen neuen Mittelstürmer und Gonzalo hat bei der WM gezeigt, dass er der spanischen Nationalmannschaft helfen könnte. Einer von den beiden, ihr habt es gehört, soll Real Madrid verlassen. Auch da bin ich gespannt. Ich würde erstmal abwarten, was ein Kylian Mbappé und ein Vinny auf die Gespräche mit Xabi Alonso antworten. Denn sollte einer von den beiden sagen, nee, ich habe gar keinen Bock mehr so viel zu laufen, würde ich Endrick und Gonzalo behalten und einen von den beiden dann, naja, einen neuen Verein suchen. Ja, übrigens habe ich euch gestern ja gesagt, Real Madrid hat Xabi Alonso das Zepter zu Real Madrid, den Schlüssel der Mannschaft mehr oder weniger gegeben. Er darf entscheiden, was los ist. Und Marca hat das gestern im Laufe des Tages noch einmal bestätigt. Und zwar haben sie auch klar gemacht, Real Madrid ist absolut egal, wen ein Xabi Alonso auf die Bank setzt oder wen nicht. Auch da nochmal die Bestätigung, keinerlei Bedenken. Real Madrid steht komplett hinter ihrem Trainer. Naja, ich habe es euch gestern schon gesagt, aber es ist schön, dass die Information im Laufe des Tages noch einmal bestätigt wurde. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Namen, den ihr im Thumbnail gesehen habt. Ibrahima Konaté. 26 Jahre alt, 1,95 Meter, also ein richtiger Schrank. Französischer Nationalspieler, Meister mit Liverpool, eine der besten Saisons, die ich je gesehen habe. Ein absolutes Innenverteidiger-Monster. Ich habe mir mal die Statistiken der letzten Jahre angesehen und bei Sofascore ist es als Innenverteidiger fast unmöglich, gute Noten zu bekommen. Wir haben das oft genug in unseren Live-Watch-Alongs schon gesehen. Als guter Innenverteidiger stehst du da mit einer 6, irgendwas. Also, und ein Ibrahima Konaté, ich zeige euch die Statistiken, ihr seht sie, über 7, grün, als Innenverteidiger sind das schon verdammt gute Werte. Und Ibrahima Konaté hat eine interessante Entwicklung genommen. Während es im Januar noch hieß, ich zeige es euch, da hat ein Fabrizio Romano noch gesagt, ein Ibrahima Konaté hat gesagt, ja, Liverpool hat mir einen neuen Vertrag angeboten, aber ob ich den annehme, wird man sehen. Trotz alledem hat ein Fabrizio Romano geschrieben, da die Verhandlungen sehen gut aus, die Parteien werden sich schon einig werden. Ja, sind sie aber nicht. Und Liverpool hat eine Vertragsverlängerung nach der anderen angeboten und Konaté hat immer gesagt, nee, nein, danke. Dann ist es sogar so konkret geworden, dass Ibrahim Konaté, ich blende es euch ein, entschieden hat, dass sollte er Liverpool verlassen, nur noch bei Real Madrid unterschreiben wird. Real Madrid hat ihm gebeten zu warten und er ist bereit bis 2026 zu warten, um als Free Agent zu unterschreiben. Diese Informationen, wie ihr selber lest, kommen aus Sky Sports, also eine der besten Quellen in der Welt des Fußballs. Dann kam gestern die brandheiße neue Information. Ibrahima Konaté hat eine weitere verbesserte Vertragsverlängerung mit Liverpool abgelehnt, die bis 2030 laufen würde und ihn zu einem der bestbezahlten Innenverteidiger machen würde. Er will zu Real Madrid. Zwischen Konaté und Liverpool ist es aus. Die Quelle kam von Nico Schira, auch einem Transferguru, ähnlich wie ein Fabrizio Romano. Und der Marca hat gestern noch einen draufgesetzt und geschrieben, Liverpool hat Konatés Abgang akzeptiert, aber sie werden ihn nicht an Real Madrid verschenken. Also, wie ihr gehört habt, aus einer sicheren Vertragsverlängerung, die hat er ständig abgelehnt und hat irgendwann klargemacht, sollte ich mal wechseln, dann nur zu Real Madrid, weil sehr viele Mannschaften waren an ihm interessiert. Und jetzt ist es soweit, dass er sagt, Liverpool hat akzeptiert, der wird zu Real Madrid wechseln. Entweder diese Saison oder entweder nächste Saison dann gratis. Und Liverpool steht wieder vor einer Situation wie bei Trent Alexander-Arnold. Wir wissen, welche Entscheidung Liverpool bei Trent Alexander-Arnold getroffen hat. Die haben gesagt, es ist uns egal, wir behalten ihn auch in seinem letzten Vertragsjahr. Wir werden in diesem Jahr ihn versuchen, irgendwie zu verführen, doch nochmal bei Liverpool zu unterschreiben. Das haben sie nicht geschafft. Und sie mussten einen der besten rechten Verteidiger der Welt quasi umsonst ziehen lassen.
Real Madrid hat als kleines Gentleman's Agreement, damit die Verbindungen oder die Beziehungen zwischen Liverpool und Real Madrid nicht komplett in die Brüche gehen, doch nochmal 10 Millionen Euro bezahlt, was eine ganz große Menge ist. Aber Madrid möchte halt bei so großen Vereinen immer ein gutes Verhältnis haben. Ja. Und jetzt befürchtet Liverpool das gleiche Szenario noch einmal und deshalb scheint Liverpool bereit zu sein, Ibrahima Konaté jetzt schon ziehen zu lassen, damit er nicht nächstes Jahr wieder gratis gehen kann. Und Liverpool möchte für ihn 50 Millionen Euro. Auf der anderen Seite ist Real Madrid, die eigentlich einen Ibrahima Konaté diese Saison noch gar nicht haben wollten. Real Madrid hat gesagt, ja, wir sind zufrieden mit dir, du bist ein toller Spieler, nächstes Jahr umsonst nehmen wir dich mit Kusshand, dann wird uns wahrscheinlich ein Rüdiger sowieso verlassen, ein David Alaba wird uns verlassen, du bist der perfekte Ersatz für die beiden Innenverteidiger. Allerdings hat Real Madrid ihrerseits bei der Club-WM gesehen, Innenverteidiger, ich weiß nicht, ob wir noch eine Saison warten können. Denn der einzige Innenverteidiger, der Xabi Alonso bei dieser Club-WM überzeugt hat, ist Dean Housen. Real Madrid ist nicht zufrieden gewesen mit der Leistung von einem Antonio Rüdiger. Der ist seit Wochen außer Form. Real Madrid ist überhaupt nicht zufrieden gewesen mit der Leistung von einem Raúl Asensio. Ich glaube, da brauche ich euch auch nicht erklären, warum. Der war jede Minute, die der gespielt hat, gefühlt der schlechteste Mann auf dem Platz. Trotz alledem drücke ich dem Jungen die Daumen, dass der aus diesem Tief wieder rauskommt. Und Real Madrid ist sich auch nicht sicher, was mit einem David Alaba passiert. Die nächste langfristige Verletzung. Einem David Alaba wurde auch angeboten, wenn er will, kann er seinen Vertrag auflösen und Real Madrid zahlt ihm das letzte Jahr. Aber wie gesagt, der Österreicher, er glaubt, er kommt wieder zurück und kann der Mannschaft noch helfen. Tatsache ist, ein Militao übrigens, das war noch der am meisten gefallen hat, aber auch der kommt nach 2 Kreuzbandrissen und keiner weiß, wie sein körperlicher Zustand im Laufe einer 10-monatigen Saison sein kann. Und aus diesen Gründen, weil Real Madrid mit ihrer Innenverteidigung überhaupt nicht zufrieden ist, hat Real Madrid gesagt, wir könnten vielleicht doch noch einen Innenverteidiger kaufen. Und aus einer Situation, die eigentlich ganz weit weg voneinander war, ist eine Situation geworden, die jetzt immer konkreter wird, Ibrahima Konaté. Das Problem, das gute alte Geld. Denn Real Madrid sagt, nee, wir zahlen euch nicht für einen Spieler, den wir nächstes Jahr umsonst haben können, 50 Millionen Euro für einen Innenverteidiger. Das haben wir für einen Dean Housen gemacht, der sonst noch keine Ahnung wie viele Jahre woanders gewesen wäre. Für einen Ibrahima Konaté sind wir bereit, zwischen 20 und 30 Millionen, hört man in Spanien, zu zahlen. Ja, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Real Madrid kann sich gut vorstellen, Ibrahima Konaté jetzt doch noch in dieser Saison zu kaufen. Liverpool kann sich gut vorstellen, einen Ibrahima Konaté doch noch in dieser Saison zu verkaufen, damit sie nächstes Jahr nicht wieder gratis oder leer ausgehen. Und da müssen die beiden Parteien jetzt eine Lösung finden. Das ist die aktuelle Information rund um Ibrahima Konaté. Und ich bin gespannt, wie du das siehst. Ist Ibrahima Konaté ein Innenverteidiger, der dir gefällt, den du bei Real Madrid sehen möchtest? Oder würdest du eher nach einer anderen Alternative suchen oder auf die bisherige Innenverteidigung von Real Madrid vertrauen? Ich bin gespannt. Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, liken, teilen, followen. Du weißt, wie YouTube funktioniert. Ja, und bevor ich mich jetzt bis morgen verabschiede, ich gehe jetzt gleich wieder auf die Flusswanderung, habe also die nächsten 4-5 Stunden kein Internet. Wundert euch also nicht, dass ich auf die Kommentare erst im Laufe des Nachmittags reagieren kann. Ja, wie dem auch sei, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Wir sehen uns morgen. Bis dahin.